Was passierte nach dem Westfeldzug 1940 und dem gescheiterten Luftkrieg gegen England? Warum wandte sich Hitler der Sowjetunion zu? Und warum war dieser Angriff einer der größten Fehler seiner Karriere? Wenn du wissen willst, wie der Zweite Weltkrieg begann, empfehle ich dir zuerst mein Video Der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Dort erfährst du, wie Hitler Polen, Frankreich und andere Länder überfiel. Hallo, ich bin Herr Müller und in diesem Video erkläre ich dir, warum Hitler 1941 die Sowjetunion angriff, wie der Krieg im Osten verlief und warum daraus ein brutaler Vernichtungskrieg wurde. Natürlich einfach erklärt. Los geht's! Kapitel 1: Warum griff Hitler die Sowjetunion an? Schon in seinem Buch Mein Kampf schrieb Hitler, dass er Lebensraum im Osten erobern wollte. Damit meinte er vor allem Gebiete in Polen und der Sowjetunion. Dahinter stand seine rassistische Ideologie. Slawen und Juden galten ihm als Untermenschen. Die Sowjetunion hielt er für einen schwachen Staat, der nur durch Gewalt zusammengehalten werde. Ein Video über Hitlers Ideologie findest du oben in der Infobox. Nach dem schnellen Sieg über Frankreich im Jahr 1940 glaubte Hitler, auch die Sowjetunion leicht schlagen zu können. Er rechnete damit, die Rote Armee innerhalb weniger Wochen, spätestens aber in 3 Monaten zu besiegen. Ein Blitzkrieg gegen die UdSSR sollte den Krieg im Westen beenden, weil er hoffte, dass Großbritannien danach aufgeben würde. Der Angriff war ursprünglich für den Mai 1941 geplant, wurde aber durch den Balkanfeldzug in Jugoslawien und Griechenland verzögert. Diese Verzögerung sollte sich später als entscheidend Fehler erweisen. Kapitel 2: Das Unternehmen Barbarossa. Am 22. Juni 1941 begann Unternehmen Barbarossa. Es war der größte Angriffskrieg der Geschichte. Mehr als 3 Millionen deutsche Soldaten, rund 3.500 Panzer, 7.000 Geschütze und 2.700 Flugzeuge wurden für den Überfall auf die Sowjetunion eingesetzt. Die Angriffe erfolgten auf einer riesigen Front von 1.600 Kilometern Breite in 3 Hauptangriffsrichtungen. Die Heeresgruppe Nord zog Richtung Leningrad, die Heeresgruppe Mitte marschierte auf Moskau und die Heeresgruppe Süd bewegte sich in die Ukraine. Die Wehrmacht rückte zunächst schnell vor. Ganze sowjetische Armeen wurden eingekesselt und vernichtet. Trotz Warnungen westlicher Geheimdienste glaubte Stalin bis zuletzt nicht an einen deutschen Angriff. Nach Kriegsbeginn war er tagelang wie gelähmt. Kapitel 3: Der Vormarsch bis Herbst 1941. Im Sommer 1941 schien Hitlers Plan aufzugehen. Deutsche Truppen nahmen wichtige Städte wie Minsk, Smolensk und Kiew ein. Millionen sowjetischer Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Die Wehrmacht stand nur noch wenige Kilometer von Moskau. Für Hitler hatte die Stadt eine enorme symbolische, politische und strategische Bedeutung. Als Hauptstadt der Sowjetunion war Moskau das Zentrum von Verwaltung, Kommunikation und Nachschub. Ein Fall der Stadt hätte die sowjetische Führung schwer getroffen und möglicherweise einen Zusammenbruch des Widerstands ausgelöst. Gleichzeitig begann im September die Belagerung Leningrads. Die Stadt wurde fast 900 Tage lang von deutschen und finnischen Truppen eingeschlossen. Die Bedingungen für die Zivilbevölkerung in Leningrad waren katastrophal. Viele Menschen verhungerten. Manche versuchten sogar, Teppichkleister zu essen, um zu überleben. Kapitel 4: Der Krieg wendet sich. Mit dem Einbruch des russischen Winters, den die Sowjets als General Winter bezeichneten, endete der deutsche Vormarsch. Die Temperaturen fielen im Winter 1941-42 teils auf unter -40 Grad. Die Wehrmacht war auf die extreme Kälte nicht vorbereitet. Es fehlte an Winterkleidung, viele Soldaten litten an Erfrierungen, Waffen froren ein und die Versorgung brach zusammen. Der Winter wurde so zu einem entscheidenden Verbündeten der Roten Armee. Manche deutsche Soldaten wickelten sich Zeitungen um die Füße, um der eisigen Kälte zu entkommen. Auch die sowjetische Zivilbevölkerung leistete zunehmend Widerstand. In vielen besetzten Gebieten organisierten sich Partisanengruppen, die Nachschublinien sprengten, deutsche Soldaten angriffen und wichtige Informationen an die Rote Armee weitergaben. Besonders in Belarus, der Ukraine und im Baltikum war der Widerstand aktiv und erschwerte den deutschen Vormarsch erheblich. Moskau konnte letztlich nicht eingenommen werden, weil sich der deutsche Vormarsch angesichts der langen Nachschubwege, des eingesetzten Winters und der entschlossenen sowjetischen Verteidigung immer weiter verlangsamte. Die Stadt war gut verteidigt und die Rote Armee erhielt laufend Verstärkung. Außerdem mobilisierte die sowjetische Führung große Teile der Bevölkerung zur Verteidigung der Hauptstadt. Die deutsche Armee musste sich zurückziehen und Hitler erlitt seine erste große Niederlage.
Kapitel 5: Die sowjetische Gegenoffensive und Stalingrad. Nach der erfolgreichen Verteidigung Moskaus begann die Rote Armee sich neu zu organisieren und zu rüsten. Die Sowjetunion erhielt zudem Unterstützung von den Westalliierten, unter anderem in Form von Waffen und Nachschub. Im Jahr 1942 startete Hitler eine neue Offensive im Süden der Sowjetunion. Ziel war es, die Ölfelder im Kaukasus zu erobern. Dabei kam es zur berühmten Schlacht um Stalingrad. Stalingrad trug den Namen Stalis und hatte damit eine große symbolische Bedeutung. Gleichzeitig war die Stadt ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt am Fluss Wolga. Die Kontrolle über Stalingrad hätte es den Deutschen erleichtert, Nachschub in den Süden zu bringen und gleichzeitig die sowjetischen Verbindungen zu stören. Stalingrad wurde im Sommer 1942 von der 6. Armee der Wehrmacht angegriffen. Die Stadt wurde fast vollständig zerstört, aber die sowjetischen Verteidiger hielten stand. Im November 1942 begannen die Sowjets mit einer groß angelegten Gegenoffensive. Sie umzingelten die deutsche 6. Armee. Hitler befahl, die Stadt um jeden Preis zu halten, was sich als fataler Fehler erwies. Im Februar 1943 musste die 6. Armee kapitulieren. Mehr als 90.000 deutsche Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Nur wenige kehrten jemals zurück. Die Niederlage in Stalingrad war ein Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Von nun an befand sich die Wehrmacht in der Defensive. Bis Ende 1943 hatte die Wehrmacht über 2 Millionen Soldaten an der Ostfront verloren. Auch die Sowjetunion zahlte einen hohen Preis. Millionen Rotarmisten starben, wurden verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. Die Zivilbevölkerung litt ebenfalls massiv durch Gewalt, Hunger, Vertreibung und Massaker. Kapitel 6: Der Krieg der Vernichtung. Der Krieg gegen die Sowjetunion war von Anfang an ein Vernichtungskrieg. Hitler wollte nicht nur militärisch siegen, sondern die Sowjetunion als Staat und Gesellschaft zerstören. Menschen sollten unterdrückt, Städte zerstört und Gebiete für deutsche Siedler freigemacht werden. Slawen und Juden sah er als Untermenschen. Einsatzgruppen folgten der Wehrmacht und ermordeten systematisch Juden, Kommunisten und viele Zivilisten. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt. Millionen Menschen wurden zur Zwangsarbeit verschleppt. Lebensmittel gestohlen. Es kam zu Hunger und Elend. Im Osten begann auch der Holocaust. Massenerschießungen fanden vor allem in der Ukraine, Belarus und im Baltikum statt. Ein schreckliches Beispiel ist Babin Jar bei Kiew, wo über 33.000 jüdische Menschen in nur 2 Tagen erschossen wurden. Insgesamt ermordeten die Nazis rund 6 Millionen Juden sowie viele weitere Opfergruppen wie Sinti und Roma, politische Gegner und Menschen mit Behinderungen. Kommen wir zur Zusammenfassung und Fazit. Hitlers Plan, die Sowjetunion mit einem schnellen Schlag zu besiegen, ist gescheitert. Die Blitzkriegsstrategie, die in Polen und Frankreich erfolgreich war, versagte im riesigen sowjetischen Raum. Die Distanzen waren zu groß, die Infrastruktur zu schlecht und die sowjetischen Truppen leisteten unerwartet hartnäckigen Widerstand. Zudem führte der harte Winter zu schweren Ausfällen. Der Blitzkrieg verwandelte sich in einen langen, brutalen Abnutzungskrieg, auf den die Wehrmacht weder materiell noch personell vorbereitet war. Die Sowjetunion war schwer getroffen, aber sie hielt stand. In den folgenden Jahren sollte sie eine entscheidende Rolle im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland spielen. Mit der Niederlage in Stalingrad begann der Rückzug der Wehrmacht. Der Krieg im Osten wurde zum entscheidenden Schauplatz des Zweiten Weltkriegs. Die Sowjetunion wurde zunehmend als entscheidende Militärmacht wahrgenommen. Bereits während des Krieges begann sie ihren Einfluss auf Osteuropa auszudehnen. Eine Entwicklung, die nach 1945 zur Teilung Europas und zum Kalten Krieg führen sollte. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal, denn im nächsten Video schauen wir uns an, warum die USA in den Krieg eintraten und wie sich der Krieg dadurch auch in Westeuropa veränderte. Bis bald, dein Herr Müller.